Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ich wollte dir heute meine beiden Bücher oder Hefter zeigen. Das hat ja einige interessiert und ich dachte, hat jetzt zwar ein bisschen gedauert, aber ich dachte, komm, jetzt oder nie. Ja, das eine ist mein Hefter für meine Bilder, die fertig sind. Und das hier ist mein Hefter für die Bilder, die bei mir noch in der Warteschleife sind. Genau. Ja, ich habe beide Sachen, in beiden Sachen so A5 Blätter drin, die ich mir selber gestaltet habe und auch selber halt ausdrucke, je nachdem wie viel ich davon brauche. Deswegen liegt hier sowas dabei. Darauf drucke ich das mir immer aus. Ich habe mir da in im Schreibprogramm eine Vorlage gebaut und darauf wird das dann gedruckt. Die ist hier drauf angepasst und ja, dann wird das so einmal ausgedruckt. Hier unten ist dann noch immer Platz für ein Bildchen. Die Sachen, die bei mir sozusagen im Vorrat liegen, sind auch doppelseitig gedruckt, also hinten und vorne dann immer ein Bildchen. Und ja, ich würde sagen, darauf gehe ich jetzt auch als allererstes ein. Wie gesagt, das hier sind gekaufte Sachen, das bekommt man ja, im Schreibwarengeschäft oder auch online kann man sich das bestellen, wenn man das möchte. Und da drucke ich mir das dann drauf. Das gibt es mit Kästchen. Hier bei dem habe ich das ohne Kästchen geholt und gibt es auch mit Linien. Ich glaube, viele nutzen das auch, also die mit Kästchen jetzt nicht, aber für ihr Bullet Journal wird sowas genutzt. Ja, ich nutze es halt hierfür und wie gesagt, ich habe dann hier immer den Titel, den Künstler, die Steinchenform, also ob es rundeckig ist oder nur Spezialsteinchen, die Leinwand, ob sie komplett ist oder Teil, die Größe der Leinwand, die Farben, also die Anzahl der Farben und hier schreibe ich mir immer noch dazu, ob da AB-Sternchen dabei sind, also Aurora Borealis Steinchen drin sind oder ob Fairy Dust drin ist oder Strass oder irgend Metallic. Ja, das schreibe ich mir hier immer hin. Bei manchen schreibe ich mir dann auch die Anzahl hin. Also vorher habe ich immer nur hingeschrieben Spezialsteinchen 8 Farben. Und in letzter Zeit gehe ich halt hin und schlüssel mir das halt auf, von was ich was habe, bei der Leinwand dabei. Und hier schreibe ich mir hin, wann gekauft und wann geliefert. Wobei das ist eine Sache, die könnte man auch weglassen. Das interessiert mich nur, weil ich mir immer hinschreibe, wenn ich was bestellt habe, fülle ich mir hier das Blatt aus und schreibe mir das dann hin, wann ich es bestellt habe. Und dann sehe ich immer, ob das Bild schon da ist oder ob es noch fehlt. Weil wenn ich dann geliefert hinschreibe, weiß ich, es ist hier bei mir. Genau. Ja, und das ist in meinem Büchlein. Es spiegelt jetzt ein bisschen, weil das hier so reflektierend ist und ich das Licht anhabe, weil es bei uns wieder regnet. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das so mit Registern eingeteilt, je nach Firma. Habe mir die Firma dann auch immer vorne drauf geschrieben und zum Beispiel so ausgefüllt. Hier siehst du, habe ich dann nur AB-Steinchen hingeschrieben. Hier die Bestellung, oben den Namen des Bildes, den Künstler und da ich ja dann weiß, bei welcher Firma ich das liegen habe, dann die Firma.
hier zum Beispiel The One with the Diamond Art. Ja, und ja, das sind halt dann Sachen, die ich hier so mit drin habe. Ja. Die Farbanzahl zum Beispiel. Oder wir können mal gucken, bei Karat Art habe ich auch angefangen, die Farben halt aufzuschlüsseln. Muss ich nur gucken, bei wem. Das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Zum Beispiel hier der Hexenhut. Ja, da habe ich mir dann hingeschrieben 200 Strass, 4 AB und 2 Ferry. Ja. Ein Sternchen hingeklebt, einen Haken hingemacht, weil ich das Bild fertig habe. Und so dieses kleine Bild, das hole ich mir dann immer aus von der Webseite halt her. Da sind dann auch immer die Wasserzeichen hier so mit drauf von der Firma. Aber das stört mich nicht, dann weiß ich, das Bild ist halt noch drin. Und so ist das bei mir in meinem, ich weiß nicht, viele nennen das ja Stash, aber in meinem Vorrat halt aufgeschlüsselt. Hier ist zum Beispiel Diamond Art Club, die Bilder. Ja, da weiß ich halt nicht mehr, wann es geliefert wurde. Das ist aber, wie gesagt, auch nicht schlimm. Das weiß ich aber, dass ich das hier habe, das Bild. Ja, genauso wie die zum Beispiel. Ja, und so ist das alles. Dann ist hier Karat Art mit drin. Von Pichu Moon Art habe ich hier drin. Tini Schnickschnack. Den haben wir noch. Trudy's Diamond Painting Art habe ich mit aufgenommen. Der hier ist noch leer. Diapop habe ich hier mit drin. Und dann Shiny's Diamond Painting. Ja, da habe ich nur keine Bilder drin. Aber die beiden weiß ich, wie sie aussehen. Und dann habe ich hier einmal andere geschrieben, weil von Steam for Steam hatte ich ja mehr Sachen bestellt und die Hobby-Ecke zum Beispiel. Aber da habe ich halt nur ein paar Bilder und deswegen ist das dann nur so unter andere. Ja, das ist einmal das Büchlein und da habe ich auch, wie gesagt, diese kleinen Sternchen-Sticker und mir so kleine Haken gemacht. Wenn das Bild beendet ist, kommt das dann drauf. Genau. Ja, und wie gesagt, hier das Blatt dann immer und dann Vorder- und Rückseite. Ja, das ist einmal das eine Buch. Und dann habe ich noch mein zweites. Und da habe ich 2 Seiten. Ja. Ich habe vorne einmal stehen, was ich alles gepaintet habe. Oder was ich immer in meinem angepaintet habe. Ne, angepaintet auch nicht. Was ich gerade am Painten bin, sagen wir so. Und dann kommt schon der erste Reiter mit den Sachen, die ich fertig habe. Und da klebe ich als erstes die Legende. Das habe ich mir auch selber gebastelt. Das ist einmal so. Und dann schlage ich es auf. Und dann habe ich hier Platz für ein Bild von dem Diamond Painting. Und da kommen dann halt so die Sachen halt mit dazu. Ich meine, du siehst es ja. Hier habe ich zum Beispiel den Namen noch und den Künstler mit reingenommen, die Größe. Let the Pressure Begin, weil es von Karat Art ist. Das Bild noch dazu und dann halt mit so Stickerchen verziert. Und hier dann auch den Titel, den Künstler. Es ist eckig, es ist komplett. Die Größe, die Zeit weiß ich dann nicht mehr, weil ich da keine Zeit gestoppt habe.
Es waren 70 Farben, 7 AB-Farben und Start und Ende. So, die Leinwandnummer wusste ich jetzt nicht mehr aus 23, aber gepainted, fertig gepainted habe ich es als erstes in 24. Genau, und dann Kauf und geliefert. Ja. Und dann schreibe ich mir immer noch so die Steinchen halt mit rein. So, und dann hier auch wieder die Legende von dem Bild. Und hier, das war in dieser Winterbox mit drin. Das steht auch hier, Surprise Box 23, ein Winterbild von Karat Art. Und dann halt auch nochmal die Daten so komplett ausgefüllt. Genau. So, oder, jetzt gucke ich gerade mal. Hier der Morning Bird zum Beispiel, da hatte ich mir noch das von der Folie abgeschnitten, was um das Bild halt drum war, um diese, was auf der Schutzhülle geklebt hatte. Die Legende einmal kopiert, mit reingeklebt und dann so halt verziert. Also wie es mir gerade gefällt, mache ich das. Und dann hier die Sachen nochmal alle so ausgefüllt. Ne? So. Und dann hier unten halt kann man sich hinschreiben, was man gut fand, was man schlecht fand. Oder eine kleine Notiz. Wie gesagt, ich schreibe mir immer noch die Steinchenanzahl hier hin. Und dann geht es weiter. Ja. Oder hier der Hexenhut. Jetzt auch. Also das ist alles so hier drin. Ja. Ja, das ist sozusagen mein Buch mit den fertigen Sachen. Hier hinten habe ich mir immer noch hingeschrieben, was ich mal bestellt habe, aber das führe ich jetzt auch nicht mehr weiter, weil, wie gesagt, das habe ich ja hier bei dem anderen mitlaufen. Ja, das sind die beiden Bücher, die ich habe. Aus diesem Buch wird später rausgenommen, die 24, und läuft dann für 25 einfach weiter und dann wird die 24, also 2024, packe ich mir in einen Ordner rein. Aber ich habe, glaube ich, noch so eine hier, so eine regenbogenfarbene Mappe und so einen regenbogenfarbenen Ordner. Jetzt habe ich es. Und da wird das reinwandern, da wo ich auch 23 drin habe. Und dann wird hier der für 25 einfach weiter genutzt. Genau. Und dafür hatte ich ja auch hier die Sachen bestellt. Von der lieben Sandra. Ja. Ja, das sind die beiden Bücher, die ich habe. Die beiden Ordner, Hefter, wie man es nennen möchte. Und damit pflege ich sozusagen meinen Vorrat und meine fertigen Bilder. Genau. So, und jetzt dachte ich, als kleines Dankeschön würde ich gerne eine Sache verlosen, an dich weitergeben. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber trotzdem dachte ich, ist es vielleicht ganz schön. Ich wollte einmal dieses Set sozusagen verlosen. Ihr habt einmal ein Bienenwachs drin von Craft & Wedding, einen normalen roten Wachs, ein weißes Schiffchen, ein Magnet. Da fehlen leider ein paar Steine, das tut mir leid, aber das tut ja dem Magnet keinen Abbruch. Und ein Stift. Und dazu dann noch hier ein Bildchen mit runden Steinen vom Teddy. Das ist 40 x 40, runde Steine, ein Vollbild mit den Sukkulenten drauf. Das fand ich sehr schön, deswegen hatte ich es mir gekauft, aber ich dachte,
ich gebe es weiter. Genau, falls du die Sachen gewinnen möchtest, schreib gerne einen Kommentar mit dem Hashtag Hirsch. Ich lasse das Ganze laufen bis zum 14. Dezember bis 18 Uhr. Das habe ich jetzt noch nicht draufgeschrieben. Und dann würde ich das Ganze auslosen. Wie gesagt, du solltest 18 Jahre alt sein, du solltest eine deutsche Postanschrift haben und du solltest damit einverstanden sein, dass ich deine Adresse haben darf. Genau. Also wenn du das Set gewinnen möchtest, schreib einen Kommentar mit dem Hashtag Hirsch und dann nimmst du an der Verlosung teil. Die Verlosung geht bis 14. Dezember bis 18 Uhr. Alle Kommentare, die nach 18 Uhr kommen, werden nicht mehr berücksichtigt. Ja? Und auch wenn du den Hashtag Hirsch nicht drin hast, dann fällt das leider auch raus. Genau. Ja. Porto übernehme ich, also einmal, Entschuldigung, einmal die Sachen von mir und Porto übernehme ich. So, ja. Ja, und das war's dann von mir. Ich hoffe, dir hat das kleine Video zu meinen Büchern gefallen. Und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Dem Video gerne ein Däumchen nach oben gibst, damit ich sehe, ob es dir gefallen hat, das Video, ob das interessant war für dich oder eher nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleib gesund, mach's gut, tschüss!